Eigentlich wollte ich als Kind romantisch Maler werden. Und zwar mit einer Staffelei im Wald stehen und die Natur abbilden. So ganz naiv, ganz kindlich eigentlich, weil auch Kunst zu meiner damaligen Kindheit überhaupt nicht eine Rolle gespielt hat. Was heute alles Kunst ist, was es alles für Medien gibt, war damals weder mir noch meinen Eltern klar. Das heißt, Künstler ist eigentlich immer ein Maler mit Staffelei und so einer Palette und so romantisch und bildet halt die Welt ab. Das wollte ich werden. Das wollte ich verkaufen, davon leben. Das war mein Plan. Mir ist dann klar gewesen, dass Zeichnung eigentlich mein Schwerpunkt ist und nicht Malerei. Grafische Techniken, druckgrafische Techniken dann im Studium probiert und gemerkt, das ist mein Ding. Ich glaube auch als Kind schon Moby Dick und diese Tätowierten, die haben mich sehr fasziniert. Es waren natürlich dann Außenseiter, Kriminelle, Verbrecher, Drogenabhängige und so weiter. Leider sehr negativ behaftet. Und ich habe dann eigentlich während dem Studium so gedacht, als ich auf Papier mein Diplom gezeichnet habe, so ich tätowiere Papier. Ich habe da eigentlich schon den Gedanken und den Wunsch entwickelt, eines Tages werde ich es tun, lernen zumindest und dann sehen, wie es mir damit geht. Und das habe ich dann Jahre nach meinem Diplomabschluss, als ich dann nach Berlin gezogen bin von Wien aus, begonnen. Das Leben ist in permanenter Bewegung und muss es auch sein, um Leben zu sein. Dazu gehört aber auch im Leben ständiger Verfall. Also nicht nur im Sinne von Tod und dann ist alles aus, sondern Veränderung. Ein Ding hört auf, das nächste Ding geht los. Und das ist die ganze Zeit der Fall. Wenn man aber irgendwas soll länger gehen oder warum ist der Tag jetzt schon wieder vorbei, warum müssen wir wieder ins Bett heute Abend, das ist die Regel hier. Ja? Und das ist eine Spannung. Also ich kann keine besonders gesellschaftskritischen, weder noch politischen. Ich kann mich nur mit diesem ganz Nackten, mit diesen Polen beschäftigen. Leben und Tod. Und dazwischen ist dieser Gap, dieser Raum. Und dass das in Haut stattfindet, macht es eigentlich komplett, weil es nur für eine bestimmte Zeit existiert und die Menschen wirklich dann damit leben. Ich finde es gut, wenn sie sterben, ist das weg. Das ist eine andere Art von Haltbarkeit und Präsenz. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Verschwendung an das Leben. Künstler wollen monumentale Skulpturen oder irgendwelche Kunstwerke schaffen, die uns überleben. Das ist auch vollkommen gut so. Alles vergeht, die Kunst bleibt. Aber die Tattoos sind zeitgebunden, weil es eben ein Ende gibt. Und ich glaube, das macht es für mich dann, diesen extremen in Haut live zu arbeiten, nochmal, das gehört zu diesem ganzen Paket Extremum dazu. Als ich dann während meiner Studiumzeit an so einer Kupferplatte saß und habe mit der Nadel in den Ätzgrund reingezeichnet, habe ich immer wieder an die Nadel der Tattoo-Maschine gedacht. In mir war Rebellion und Extremität und das ist immer noch da. Ich bin sehr kompliziert aufgewachsen. Daraus resultiert ganz viel Energie, die aber aus einer tiefen Wunde herauskommt. Da gibt es für mich also kaum was Extremeres als eben unter Schmerzen für immer in Haut zu gravieren. Ja, das ist für mich ein heftiges Medium. Und du veränderst den Körper, Transformation von Menschen. Und dieses Extrem, diese Verantwortung, nicht nur wenn die Radierung jetzt irgendwie der Druck nichts geworden ist, ätzen wir halt nochmal nach oder machen die nächste Platte oder so, sondern das, was ich gesucht habe, war, hier und jetzt haben wir eine einzige Chance und dann muss das sitzen und tschüss. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du nicht die Platte erneuern. Ja? Das ist das Krasse. Das habe ich, diese Herausforderung habe ich, glaube ich, auch gesucht. Kombiniert mit so einer Faszination und mit fickt euch alle. Also ich muss es so sagen, aber das war auch immer klar, dass ich es mit Außenseitern zu tun habe. Ich habe hier Menschen kennengelernt, das waren Freaks und das waren voll tätowierte, gepierste Freaks und das hat mir aber auch schon immer gefallen. Das hat auch keine Konvention. Das ist einfach so eine Subkultur gewesen, die sich zu einer Blase so aufgebläht hat und jetzt lässt sich jeder tätowieren. Ich war eigentlich immer sehr introvertiert. Ein Künstler raucht dich tot, sauft dich tot in deinem Atelier und tschüss. Keiner kennt dich. Das war
noch dieses romantische Bild, was ich wirklich hatte. Ich habe Kette geraucht, ich habe diese ganze Scheiße hinter mir gelassen, diese vernichtende Kacke. Du brauchst dich nicht volllaufen lassen zu qualmen, um ein cooler Künstler. Das ist alles Schwachsinn. Ich bin jedes Mal so ich schwebe nach einem Termin. Also ich bin wie jemand, der ein Konzert gespielt hat, komm erst mal wieder runter dann. Ja? Wie mache ich das? Und dann habe ich gleich die Familie, die dann das ist immer ganz schwer gewesen, hat ganz viel so Spannungen kreiert. Wie finde ich eine Balance zwischen meinem Job und dem normalen Leben, sage ich mal, auch dem Geh noch danach noch einkaufen, Klopapier ist alle oder so. Muss aber alles sein, ja? Gehört auch alles dazu und das muss man irgendwie lernen, auch damit klarzukommen. Ästhetik für mich ist der erste wichtige Zugangscode zu einem, ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen Kunstwerk, aber zu einem Objektbild, was auch immer. Wie sieht's aus? Sieht so hingebürstelt aus, dann kotze ich und geh weg. Hat es eine Ästhetik, spricht sie mich an, zieht mich an. Ästhetik ist erstmal so eine Philosophie der Visualität, Radierung, Symmetrien. Warum? Logisch, Ästhetik, Wirkung. Ich habe mich extrem mit Symmetrien beschäftigt, immer noch, die ganze Zeit. Ich habe als Kind den VW Käfer angebetet, und zwar den Brezelkäfer mit dem geteilten Heckfenster. Geteiltes Heckfenster, 2 Tierköpfe. Und das ist alles Ästhetik, Design, Form. Porsche, VW, Symmetrien in Autos, beide Scheinwerfer gleich und so weiter. Also ich glaube, das hat mich sehr beschäftigt und angezogen. Plus eigentlich diese Asymmetrie in der Natur. Es besteht ja keine perfekte Symmetrie, sondern eben nur in künstlichen Situationen. Und das ist mein Thema geworden. Und ich glaube, hat auch was mit Vollständigkeit, mit Perfektion. Und das wiederum hat ganz viel mit Ästhetik zu tun. Ich wollte ernsthaft mit diesem Medium an meine Vergangenheit anknüpfen. Und diese Ästhetik, die ich dort schon entwickelt habe, wollte ich weiterführen in Haut. Letztlich ging es mir am Ende auch immer wieder darum, eine Ästhetik zu entwickeln im Tattoo. Nicht nur zu tätowieren, sondern wie sieht das denn aus? Und auch da haben wir es mit Bildern zu tun, mit Symbolen, mit Zeichen, mit Formen, die müssen ansprechen. Also mich. Und daran kann man ja urteilen, das ist gut, das mache ich weiter, das ist schlecht, das verwerfe ich wieder. Ich habe versucht, in diesem Hell-Dunkel, in Mutter und Vater aller Farben, wenn man es so schön sagen kann, zu suchen, was ich darstellen will. Und für mich deckt es sich am besten, was meine Person auch angeht. Ich kann durchaus Farbtattoos, Farbarbeiten genießen und finde das auch ganz großartig, aber es ist nicht mein bevorzugtes Medium oder Ausdrucksmittel Farbe. Die verschiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen Menschen, die man tätowiert, strahlen alle Energie ab. Es ist immer ein Austausch von Energie, es ist eine sehr nahe Situation. Man ist immer dem Menschen, dem Kunden, der Person, die das Tattoo bekommt, sehr nahe, weil man direkt in einen lebendigen Körper tätowiert. Man hat keinen Schutzraum, man hat keine Intimität, man kann sich nicht mit der Arbeit zurückziehen und es dann den Menschen zeigen, sondern man muss beim Zuschauen des Kunden es machen. Man bekommt natürlich zum Glück Routine. Die ersten Tattoos waren Wahnsinn, waren Albtraum. Ich habe so einen Kopf danach gehabt. Ich habe gedacht, wenn dieser ganze Stress nicht weggeht, kann ich das nicht weitermachen. Man muss sich heranarbeiten an was und man muss dann seine eigene Beziehung zum Medium herstellen. Das, glaube ich, ist genau das Gleiche, was auch ein Maler, ein Fotograf oder ein Performance-Künstler von mir aus lernen muss. Zu dem, was er dort tut, eine Beziehung herzustellen, die nur du und das Medium betrifft. Das weiß sonst auch keiner. Ja? Und nur daraus, aus dieser Beziehung, die eben auf Demut, auf vorsichtig und wieder aus Fehlern lernen wollen und nicht die Klappe zu groß aufreißen und so weiter, nur daraus kann man wachsen und kann man besser werden und kann man dann lernen und Vertrauen finden. Dieses künstlerische, kreative ist nochmal erstmal am Anfang ganz weit weg. Das hat damit nichts zu tun. Du machst einen Stern oder reparierst ein altes Tattoo oder so und da geht es nur um Technik. Das Motiv spielt auch gar keine Rolle.
Das Schwierige ist, diese ganze Sache zu überwinden und so ein Vertrauen aufzubauen in sich selbst und ein Gefühl zu entwickeln zu dem ganzen Medium und diese Versagensängste im Sinne von, es geht was schief oder ich schaff's nicht oder habe ich mir jetzt was zu Großes aufgehalst, finde erstmal überhaupt ein Gefühl für Zeit. Wie lange brauche ich für so ein Handteller großes Tattoo da und da? Ganz am Anfang noch 3-mal so viel wie jetzt und so weiter. Also es sind viele Faktoren, die Stress verursachen und Unsicherheiten und so weiter. Das ist mal jetzt nur diese Sache, die das Medium mit sich bringt, wenn man das lernen will. Das Zweite ist natürlich dann dieser künstlerische Anspruch, der aber erstmal die Klappe halten muss, weil man muss erstmal eben an allen möglichen Schrottmotiven lernen, diese Maschine zu bedienen. Viele Auf und Abs und viele innere Struggles, die ich mit mir selber hatte. Also zum einen dieses, ich kann da jetzt nicht immer nur halbe Köpfe wiederholen. Zum anderen aber, was soll ich denn sonst tätowieren? Und dann gibt es diese Menschen, die vielleicht einfach auch ein bisschen spielerischer sagen, das ist nice, das ist ganz cool, das können wir auch und probieren. Und dann entstehen auch tolle Sachen. Aber ich will nicht das Nice und das ist möglich und das, sondern ich möchte gerne mit der Lupe an dem Ding dranbleiben, weil am Ende weiß ich halt, die Thematik wird sich nicht verändern. Also da müsste jetzt ein Lebenseinbruch passieren, dass ich nur noch Sonnenuntergänge male. Ich hatte die Phasen auch, dass ich jetzt gedacht habe, boah, es muss was Neues her und so. Ich kann ja, die Leute wollen irgendwie neue Sachen sehen, aber dann fängt man eben an mit diesem ganzen Like-Scheiß und so. Das kann ich ganz klar, das ist auch nur ein Mensch, dass man dann Ängste hat. Letztes Jahr dachte ich mir, ich kann jetzt nicht noch ein Jahr lang Termine machen und durchtätowieren, das geht nicht. Ich drehe durch, dann auch die Steuer und dann nur noch Geld, Termine. Wo ist das künstlerische weiterentwickelnde Moment hin? Nirgendwo mehr. Aber ich bin damit noch nicht fertig. Ich weiß einfach, es ist noch nicht fertig und es macht mir zu sehr Spaß, ist jetzt übertrieben, sondern es ist zu sehr noch wichtig für mich zu tun. Ich will gern noch ganz kleine, langsame Schritte machen, in der ganzen Thematik bleiben, aber noch andere Veränderungen kommen lassen. Bei mir passiert das wirklich langsam und organisch und ich habe viele Dinge, die mir wichtig sind. Meine Familie, dann das Tätowieren natürlich, aber auch so mein Lehrerraum, dass ich mich nicht nur eben über dieses, ich muss jetzt wie so ein Künstler, ich muss ins Atelier. Ja, klar soll man schon an was dran, aber dieses, dass das einen komplett definiert dann, ja, dass man dann auch ein Gewissensbisse kriegt, ja, wenn ich jetzt nicht 7 Tage die Woche im Atelier bin, bin ich ja kein Maler. Also das ist alles irgendwie, sind alles so komische, alles so Bilder, die sich entwickelt haben, die man auch gerade nach dem Studium echt überdenken sollte. Wer bin ich eigentlich und welche Wege findet meine Kunst dann oder sowas? Und am Ende, ich weiß nicht so recht, ob ich hier was hinterlassen muss, was irgendwie so monumental und irgendwie mich 1000 Jahre überlebt oder ob ich einfach halt dann doch sehr eingeschränkt egoistisch bin. Also ich möchte kreativ durchs Leben durch und dann ist es gelaufen. Wenn du irgendwie so einen Impuls hast, dann sollten die Menschen, die dir nahestehen, auch dich eher bestätigen, tu's, mach's. Und das sollte man Kindern genauso vermitteln wie auch jungen Erwachsenen. Du schaffst das, vertrau dir und ich glaube an dich. Also so ein Grund nicht von wegen, oh Gott, wie soll das denn werden? Was machst du denn in New York City, in der Riesenstadt? Mein Gott, alle, die dort sind New York City. Also keine Angst und das ist eben auch Leben. Du triffst immer wieder Menschen und es geht weiter. Du darfst nicht nur dich selbst sehen, sondern musst auch immer wieder das sehen, dass du mit außen in Dialog bist im Permanenten. Ich bin nicht nach Berlin gekommen und wusste, ich werde jetzt Tätowierer, mache mein eigenes Studio auf, reise durch die Welt und alle. Das war mir nie klar. Da habe ich noch nicht mal Instagram oder Facebook gehabt oder irgendwas, gar nichts. Mich kannte niemand, ich war einfach nur hier. Hättest du mir das damals gesagt, das wird irgendwann mal so sein. Du gehst in die Welt und kannst überall arbeiten. Da hätte ich gesagt, alles klar, schön wär's.
Das ist eine Furchtlosigkeit, bisschen auch gepaart mit so einem naiven Scheiß drauf, weil wovor soll ich mich jetzt beängstigt fühlen oder was ist jetzt diese Anstellungssituation? Und selbst der dich anstellt, ist auch nur eine kleine Situation. Ja, also das heißt, es gibt diese Sicherheit, nach der sich natürlich jeder Mensch sehnt und wir haben alle keinen großen Bock und es ist auch nicht groß gesund, ständig permanent unter Stress zu sein, weil Selbstständigkeit bedeutet mit dem ganzen System und so weiter auch natürlich Stress, aber diese Persönlichkeit hat sich einfach entwickelt so. Diese gesamte Mischung hat mich hierher geführt, wobei mir auch völlig klar ist, also ich gleiche immer wieder mit mir ab, ich gehe ständig durch Krisen, die ganze Zeit auf und ab, oh Gott, und ich sehe diesen ganzen Dreck und ich sehe dieses ganze Jahr, noch ein Jahr Instagram, noch ein Jahr, noch mehr Tattoos, noch, was ist das für ein ganzes Medium, was ist das für eine Community? Horror. Aber das kann ich genauso auf die bildende Kunst übertragen, auf die Schauspielerei, auf Bierbrauereien, alle sind gefickt. Alle. Und das bedeutet, wenn man das verstanden hat, dann gehe ich da wieder zurück und danke Gott, dass ich hier unabhängig leben kann, genug erwirtschaften kann, um hier zu leben, ohne dass ich Hilfe brauche, ohne dass ich für jemanden mich krumm mache. Das ist das Schwierige, dass man als jüngerer Mensch, sag ich mal, wo man auch noch abhängig ist, in vielen Abhängigkeiten, abhängig vom Studium, abhängig noch von Eltern, die dir noch Miete dazu beschussen oder was weiß ich, dass man schwer sich entfalten kann. Aber am Ende, ich habe Kunst studiert und es kam immer wieder die Frage, wovon willst du später leben und so weiter. Ich habe gesagt, weg mit dieser Kackfrage, weil sonst kann ich nicht Kunst studieren. Die Akademie hat es uns ja eigentlich eher so, du musst jetzt eine Künstlerpersönlichkeit werden, du musst jetzt da Maya Keiner oder wie die alle heißen, irgendwo in eine geile Galerie kommen und dann ein großer Name werden. Das ist dann diese Option, die wir haben, aber das ist nicht Realität. Genauso wenig wie die Realität ist zu sagen, da irgendwie nur 2% schaffen es und die anderen kellnern alle, ist auch Bullshit. Es ist viel vielschichtiger und differenzierter, als man das glaubt und deswegen in meinem persönlichen Falle unter diesem Deckmantel Kunst tätowiere ich halt gerade. Und braucht Gott sei Dank keine Galerie, keinen Stoß an und hier und da, nichts. Und das finde ich natürlich schon eine sehr komfortable Situation, das ist ein Geschenk. Und am Ende geht es aber um Kreativität. Das ist das wichtige Ding, dass man halt lebt damit und nicht nur immer in Krämpfen, in Ängsten, in Nöten, in irgendwas herstellen, um das zu verkaufen. Das ist alles ein verfickter Krampf. Ich habe mir das auch gar nicht so realistisch vor Augen, was heißt denn selbstständig sein? Aber ich war immer schon selbstständig irgendwie, auch während dem Studium schon. Wer hat denn das? Ich muss es doch irgendwie machen. Also warum dann nicht danach auch, was passiert? Und ich meine, wir leben hier in Deutschland bzw. Österreich, dir passiert nichts, auch wenn du mal ein Jahr lang keinen Job hast oder so. Ja, das vergisst man auch immer. Nee, wir leben hier im Federnest. Ja. Also da gibt es keine Ängste, da gibt es nur sich trauen und leider, da geht es gar nicht dran vorbei, also Mut auch zu haben, etwas zu tun. Da hat mir Berlin sehr geholfen, weil es eben für mich ein neutraler Boden war. Ich konnte hier komplett neu starten, kannte niemanden und hatte hier die Möglichkeiten von Null anzufangen. Während ich in Wien dann schon eine 9-jährige Geschichte hatte und alles kannte und die Kunstszene so ein bisschen, da wäre es mir schwer gefallen nochmal, weißt du, diesen Samen. Da habe ich halt schon irgendwas da gehabt und das musste halt weg. Ich bin auch super dankbar, wenn ich morgen sterbe, ist alles super. Also das kann ich echt sagen. Ich bin hier überhaupt nicht im Reinen, schon mit der Welt gar nicht. Ja. Ich habe wirklich, je länger man dabei ist und so, umso mehr tut es auch weh, weil eben das noch hohler ist, als man schon damals halbwegs mitgekriegt hat. Ja. Und das tut weh. Und noch unkontrollierter und noch ist eine riesen Walze hier. Also, und wir sind nur kurze Zeit dabei und dann sind wir wieder weg. Also das ist halt das Krasse. Ja. Und was machen wir in das ist eben hier immer diese Spannung. Und was komplettiert einen? Was lässt uns wirklich inneren Frieden finden? Erst wenn du Erfolg hast oder wenn der Porsche Panamera vor der Tür steht, wann bist du zufrieden und hast gesagt, okay, jetzt geht es mir mal wirklich ganz gut. Wovon ist es abhängig? Und das wiederum ist auch komplex, weil es kann heute das sein, morgen das und übermorgen wieder was ganz anderes. Also es ist
Es geht hier auch nicht um einen Beruf zu finden oder es geht hier um um seinen Weg zu finden halt und um zu leben. Und wir altern alle und irgendwann ist aus.